Das Finanzarchiv. Die gefährlichsten Veränderungen in einem Geldsystem beginnen nicht mit einem Crash, sondern mit einem Dokument. Trocken, technisch und fast niemand liest es. Heute stellen wir eine Frage, die Ihr Verständnis von Geld dauerhaft verändern kann. Was, wenn die größte finanzielle Machtverschiebung unseres Jahrhunderts nicht mit einem Knall geschieht, sondern in vollkommener Stille? Während wir über Zinssätze, Aktienmärkte und Inflationszahlen sprechen, vollzieht sich im Osten ein Manöver, das kaum Schlagzeilen macht. Es geht nicht um eine neue Währung für den Alltag, sondern um etwas Fundamentaleres. Und Deutschland, die Exportnation, sitzt genau zwischen den Fronten. Das bedeutet, unsere Wirtschaftsmacht beruht auf globalen Lieferketten und freiem Kapitalverkehr. Jede Störung in diesem Gefüge, sei es durch neue abgeschottete Handelsblöcke oder technische Zahlungsbarrieren, trifft den deutschen Maschinenbau, die Chemieindustrie oder die Automobilhersteller direkt im Kern. Nicht als theoretisches Risiko, sondern als handfeste Herausforderung für diejenigen, deren Arbeitsplätze und Wohlstand an diesen Sektoren hängen. Plötzlich geht es nicht mehr nur um abstrakte Zentralbankpolitik, sondern um reale Auftragsbücher. In den letzten Monaten kursierten Schlagzeilen und Gerüchte über eine neue BRICS-Währung, angeblich zu 40% mit Gold gedeckt, die den Dollar über Nacht entmachten soll. Die Medien winkten ab und sprachen von Fantasie und Unrealismus. Doch was, wenn genau diese Debatte am eigentlichen Thema vorbeigeht? Denn die offiziellen Dokumente der BRICS-Staaten sprechen nicht von einer neuen Banknote. Sie sprechen von einem sogenannten Settlement Token, einer technischen Verrechnungseinheit für den Handel zwischen Zentralbanken. Es handelt sich um ein digitales Abwicklungssystem, dessen einziger Zweck darin besteht, den Dollar als Zwischenstation überflüssig zu machen. Keine Revolution auf der Straße, sondern eine IM-Zahlungssystem. Und genau deshalb ist sie so gefährlich. Warum ist das mehr als nur politische Rhetorik? Schauen wir auf Fakten, die niemand ernsthaft bestreiten kann. Erstens kaufen die Zentralbanken der BRICS-Staaten, insbesondere China und Russland, seit Jahren physisches Gold in historischem Ausmaß. Das sind keine Gerüchte, sondern Daten des World Gold Council. Zweitens steht in offiziellen BRICS-Kommuniqués explizit das Ziel, den Handel in lokalen Währungen zu fördern und Zahlungssysteme zu entwickeln, die unabhängig vom Dollar funktionieren. Drittens ist die geopolitische Realität eindeutig. Die Sanktionen gegen Russland haben der Welt gezeigt, wie verwundbar Staaten sind, wenn sie vollständig vom Dollarsystem abhängig sind. Jedes Land, das potenziell in Konflikt mit den USA geraten könnte, hat nun ein existenzielles Interesse an einem Plan B. Damit stellt sich die entscheidende Frage. Nicht für Politiker, sondern für Sie als deutschen Zuschauer. Was bedeutet das für den Euro, für Ihr Erspartes und für den Wohlstand eines Landes, dessen Geschäftsmodell auf Exporten basiert? Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem ein wachsender Teil des Handels zwischen Rohstoffgiganten wie Russland oder Saudi-Arabien und der Werkbank der Welt, China, nicht mehr über Dollar oder Euro läuft. Nicht abrupt und nicht spektakulär, sondern schrittweise. Was passiert, wenn die Nachfrage nach westlichen Währungen als Handels- und Reservewährung sinkt? Welche Folgen hätte das für Wechselkurse, deutsche Exportunternehmen, Importpreise und letztlich ihre Kaufkraft im Alltag? An dieser Stelle taucht die berüchtigte Wir 0% Golddeckung auf. Nicht als bestätigte Tatsache, sondern als Signal. Selbst wenn diese Zahl übertrieben ist, verweist sie auf ein fundamentales Prinzip. Vertrauen braucht einen neutralen Anker. Und dieser Anker war historisch fast immer Gold. Wenn eine neue Handelsarchitektur auch nur teilweise mit physischem Gold unterlegt würde, würde sich die Rolle des Metalls grundlegend verändern. Gold wäre dann kein Spekulationsobjekt mehr, sondern strategische Infrastruktur. Betrachten wir kurz die Größenordnungen. Ohne Drama, nur Mathematik. Das Handelsvolumen innerhalb der erweiterten BRICS-Gruppe beträgt hunderte Milliarden Dollar pro Jahr. Würde nur ein Bruchteil davon über ein goldgedecktes Abwicklungssystem laufen, müssten hunderte Tonnen Gold als Sicherheit hinterlegt werden. Zum Vergleich, die weltweite Goldförderung liegt bei rund 3000 Tonnen jährlich, während die physisch verfügbaren Bestände in westlichen Verwahrstellen deutlich geringer sind. Hier trifft geopolitisches Kalkül auf die harte Realität der Rohstoffmärkte. Und Deutschland?
Wir sind keine Architekten dieses Systems, sondern Zuschauer mit sehr viel auf dem Spiel. Unser Wohlstand hängt an offenen Handelswegen und einer stabilen Währung. Die Frage ist, ob der Euro und die Europäische Zentralbank auf diese Art von strukturellem Wandel vorbereitet sind oder ob wir gerade einen neuen Bretton Woods-Moment erleben. Ohne Konferenz, ohne Ankündigung und ohne klare Regeln. Die Geschichte ist in diesem Punkt eindeutig. Jedes globale Währungssystem hatte eine begrenzte Lebensdauer. Der Goldstandard, Bretton Woods und schließlich das reine Fiatgeld. Die Dynamik, die wir heute beobachten, deutet nicht auf einen plötzlichen Kollaps hin, sondern auf das langsame Ende einer Ära. Die entscheidende Frage ist nicht, ob sich das System verändert, sondern wie schnell und wie unvorbereitet wir darauf sind. Damit wird das Thema persönlich. Wenn Geld seinen Charakter verändert, von einem Versprechen auf Papier zu einem Anspruch auf reale Werte, was bedeutet das für Ihre Altersvorsorge, für Lebensversicherungen und für Bankguthaben? Vielleicht ist der Dollar nicht am Ende, aber zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat er reale Alternativen. Und genau das sollte nachdenklich machen. Wir wollen keine Angst schüren, sondern Klarheit schaffen. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die BRICS-Pläne politische Symbolik bleiben oder der Keim eines neuen Finanzsystems sind. An dieser Stelle interessiert Ihre Meinung, handelt es sich um eine reale Gefahr für den Euro oder könnte eine multipolare Weltfinanzordnung am Ende stabiler sein als das alte System? Schreiben Sie Ihre Einschätzung in die Kommentare, insbesondere dann, wenn Sie anderer Meinung sind. Denn echte Risiken erkennt man nicht am Konsens, sondern am Streit. Bevor wir das Archiv schließen, bleibt eine letzte unbequeme Frage. Sind Ihre Assets so aufgestellt, dass sie sowohl eine anhaltende Inflation als auch einen schleichenden Bedeutungsverlust unserer Währung überstehen könnten? Die Geschichte lehrt uns, dass nicht die lauteste Prognose gewinnt, sondern die bestvorbereitete Strategie. Dies ist das Finanzarchiv. Bewahren Sie Klarheit. Wenn Ihnen diese Analyse geholfen hat, unterstützen Sie den Kanal. Nicht für Reichweite, sondern damit solche unbequemen Themen weiter analysiert werden. Im nächsten Video betrachten wir, welche konkreten Folgen diese Verschiebungen für europäische Banken und den Kreditmarkt haben werden, denn stille Veränderungen halten selten an sich. Hinweis: Diese Inhalte dienen der Information und Analyse. Sie stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar.